Letabo ist eine 17-jährige Schülerin, die mit ihren Eltern in der Stadt Louis Trichardt in der Nähe des Makado-Nationalparks lebt. Das Mädchen lernte gut, lebte ruhig und ging jeden Tag über den langen, grasbewachsenen Weg mitten in der Stadt zur Schule. Eines Tages lernte sie in der Schule einen Jungen kennen, verliebte sich in ihn und die beiden entwickelten schnell eine heimliche Bindung. Als Letabo erfuhr, dass sie schwanger war, geriet sie in Panik, wagte es jedoch nicht, es irgendjemandem zu erzählen, auch nicht ihrer leiblichen Mutter. Sie versuchte, ihren dicken Bauch hinter weiten Uniformen zu verstecken und lebte während ihres Schulbesuchs jeden Tag in Sorgen und Qualen. Als die Wehen einsetzten, schwänzte Letabo die Schule und packte in aller Stille eine kleine Stofftasche mit einem Handtuch und einer Babyflasche zusammen. Sie ging nicht ins Krankenhaus, sondern brachte ihr Kind allein in einem alten gemieteten Zimmer hinter einer verlassenen Schule zur Welt. Das Baby weinte zum ersten Mal am frühen Morgen, schwach, aber es atmete noch und bewegte sich leicht. Letabo wickelte das Baby in eine Decke mit Bärenmuster und fütterte es mit etwas übrig gebliebener Milchnahrung. Als die Sonne aufging, nahm sie einen frühen Bus zu den Feldern neben dem Makado-Nationalpark. Mit ihrem neugeborenen Baby im Arm ging sie über die Wiese, der Wind wehte durch ihre Schultern und ihr wirres Haar. Letabo ging zu einem alten Baum mitten auf einem verlassenen Feld, wo niemand sie sehen konnte. Sie legte das Kind hin, ihre Lippen zitterten, Tränen strömten still über ihre Wangen. Das Baby schrie und seine Schreie hallten durch den Raum, als würde es darum betteln, bleiben zu dürfen. Letabo setzte sich ins Gras und weinte bitterlich. Seine Hände umklammerten das Gras, als könne er es nicht loslassen. Doch schließlich stand sie auf, drehte sich um und ging Schritt für Schritt davon, ohne es zu wagen, noch einmal zurückzublicken. Das junge Mädchen taumelte mit schweren Beinen vom Feld, ihr Herz zerbrach in Stücke. Zurück blieb ein kleines Wesen, das nicht verstand, was geschah. Der Wind wehte den Rand des Schals hoch und enthüllte ein kleines rotes Gesicht, das vor Kälte und Hunger zuckte. Am Himmel kreisten mehrere Falken und überall waren seltsame Geräusche wilder Tiere zu hören. Ein braunes Eichhörnchen kletterte vom Baumstamm herunter, schnüffelte am Stoff, geriet dann in Panik und kletterte schnell wieder hinauf. Aus der Ferne hallten schwere Schritte über das trockene Grasland, der Boden bebte bei jedem Schlag. Ein riesiger männlicher Löwe mit einer leuchtend goldenen Mähne näherte sich dem alten Baumstumpf. Es brüllte nicht und war auch nicht wild, sondern sah das kleine Wesen, das reglos im Schatten lag, nur schweigend an. 3 Löwenjunge tauchten hinter den Büschen auf, kamen neugierig näher und schnüffelten. Sie umkreisten das Kind und klopften sanft mit den Füßen auf die Decke, als wollten sie das kleine Wesen wecken. Doch sofort wurden sie vom Löwenmännchen leicht angeschrien, zogen sich zurück und standen schweigend hinter ihm und beobachteten. Der männliche Löwe senkte seinen Kopf dicht an das Gesicht des Kindes, seine Augen waren seltsam und nachdenklich. Es schnupperte leicht, setzte sich dann hin und legte seine Vorderpfoten neben das Kind, als ob es bewachen würde. Das Baby atmete noch immer schwach, seine Lippen waren trocken und rissig, sein Atem kam unregelmäßig und seine Hände waren vor Kälte zu Fäusten verkrampft. Der männliche Löwe behielt das Kind im Auge und saß so lange dort, bis das Licht begann, seine Farbe zu ändern. Die Zeit verging, die Löwenjungen legten sich weit weg hin und schliefen im Gras. Der männliche Löwe stand plötzlich auf und hob das Baby vorsichtig an der Decke hoch, in die es gewickelt war. Es wandte sich vom Baum ab und trug das Baby instinktiv, aber seltsam sanft davon. Im goldenen Nachmittagslicht bewegte sich die Silhouette eines männlichen Löwen auf die Menschen zu dort, wo sich ein Eisenzaun befand. Es blieb nicht stehen, als es sich dem Tor näherte, sondern ging leise hindurch und erschreckte mehrere Wachen. Und so beginnt die seltsame Reise eines Löwen, der einen kleinen Menschen trägt. Der Löwe ging mit leuchtenden Augen über den grasbewachsenen Pfad, doch sein Gang war so ruhig, dass niemand es wagte, ihn aufzuhalten. Es ging direkt zum Betriebszentrum des Nationalparks, wo Dutzende von Mitarbeitern arbeiteten. Ein Wachmann sah es zuerst, sein Mund stand offen, er war sprachlos, weil die Szene so schockierend war. In diesem Moment hallte das Geräusch von Löwenschritten durch den gepflasterten Korridor und ließ alle den Atem anhalten.
Jemand rief Alarm, viele Leute schrien, andere zogen sich aus dem Hauptbereich zurück. Aber der Löwe knurrte nicht und zeigte auch keine Aggression, er ging einfach langsam mit etwas im Maul. Sifo und Nomsa, zwei erfahrene Ranger, wurden mit schussbereiten Betäubungsgewehren zum Tatort gerufen. Sie sahen den männlichen Löwen und waren sprachlos, als sie erkannten, dass es der war, den sie während der Geburtshilfe gerettet hatten. Es war das Männchen, das bei der Löwin war, als sie im Regen ihr Junges gebar. Für beide wurde gesorgt. Sifo legte seine Hand auf Nomsas Schulter und sagte leise: „Ich glaube nicht, dass es schadet." Nomsa nickte und ging langsam vorwärts, ohne den Blick von der Kreatur mit der wilden Kraft abzuwenden. Der männliche Löwe blieb mitten in der Haupthalle stehen, legte das Baby sanft auf den kühlen Fliesenboden und trat einen Schritt zurück. Im ganzen Raum herrschte Stille, bis auf die leisen Schreie und das schwere Atmen vieler Menschen in der Umgebung. Ein Tierarzt eilte herbei, um nach dem Baby zu sehen, während Nomsa sich dem Löwen Schritt für Schritt näherte. Er sah sie an, drehte sich dann um und ging zum Haupteingang. Sein Gang war noch immer so gemächlich wie bei seiner Ankunft. Keiner wagte es, es zu stoppen, keiner hatte Zeit zum Nachdenken, alle folgten ihm einfach mit einer unbeschreiblichen Emotion. Das Kind lebte noch, das war alles, was in diesem Moment zählte. Unter unterdrücktem Applaus brachten sie das Baby sofort in die Notaufnahme. Sifo folgte ihm leise zum Tor und sah, wie der Löwe am Zaun stehen blieb und sich umdrehte, um zurückzublicken. Er hob die Hand und winkte leicht, eine Begrüßung und ein Dankeschön, wobei seine Augen alle Worte ersetzten. Der Löwe brüllte leise, ging dann langsam auf das offene Grasland zu und verschwand in der Natur. Alle im Zentrum strömten in den Flur, redeten, waren schockiert und emotional und konnten ihren Augen nicht trauen. Ein männlicher Löwe rettete ein Baby und niemand kennt den tieferen Grund für diese Aktion. Eine Rangerin nannte das Baby Tumelo, was in der Tswana-Sprache Glaube bedeutet. Das Foto eines Löwen, der ein Baby trägt, wurde zu einem ikonischen viralen Bild, das sich über die sozialen Medien und in den Nachrichten verbreitete. Die Beamten des Nationalparks begannen, den gesamten Vorfall als beispiellosen Sonderfall zu dokumentieren. Die Geschichte erregte sofort die Aufmerksamkeit der Medien, Naturschützer und sogar Spiritualisten. Inzwischen bestätigten die Ärzte, dass es dem Baby gut gehe und es keine Anzeichen einer ernsthaften Verletzung aufweise. Das Baby schlief tief und fest, als hätte es nie eine gefährliche Reise hinter sich. Nomsa stand mit funkelnden Augen am Krankenhausbett des Babys und fühlte sich, als hätte sie gerade ein Wunder erlebt. Die Ranger begannen, Daten zu sammeln, um die Identität des ausgesetzten Kindes herauszufinden. Ein Team medizinischer Mitarbeiter zeichnete Informationen auf und erstellte Berichte für die Behörden. Und sofort wurde die örtliche Polizei kontaktiert, um Ermittlungen einzuleiten und die Mutter zu identifizieren. Die Polizei wurde alarmiert und leitete eine Suche im Gebiet von Louis Trichardt und den umliegenden Dörfern ein. Sie überprüften Kameras, Motels, Bushaltestellen und sogar Schulen in einem Umkreis von 15 Kilometern. Ein Busbegleiter erinnerte sich an das junge Mädchen, das mit einer Stofftasche in der Hand frühmorgens auf der Wiese ausstieg. Aufgrund der Beschreibung begab sich die Polizei zu LT-Gymnasium. Hoch und beginnen sie mit der Überprüfung der Liste der Studentinnen. Ein Lehrer sagte, Letabo sei plötzlich nicht mehr zur Schule gegangen und habe seit Monaten Anzeichen einer Depression gezeigt. Die Polizei ging zu Letabos Haus, aber sie war nicht da, ihre Mutter war ebenfalls bei der Arbeit. Schließlich fanden sie allein auf einer Bank in der Nähe eines kleinen Stadions am Ende der Stadt sitzend. Sie war dünn und abgezehrt, hielt ein Katechismusbuch in der Hand und hatte leblose Augen. Letabo leistete keinen Widerstand und brach erst in Tränen aus, als er hörte, dass das Kind lebend gefunden wurde. Sie gestand alles und zitterte, als sie jeden Moment schilderte, in dem sie ihr Kind mitten auf dem Feld zurückließ. Die Polizei nahm sie nicht sofort fest, sondern brachte sie ins Zentrum, um die Identität von Mutter und Kind zu bestätigen. Als sie im Zentrum sah, dass ihr Kind noch lebte, brach sie in Tränen aus und kniete neben dem Krankenhausbett nieder.
Der Arzt reichte ihr das Baby. Das Baby öffnete die Augen und sah seine Mutter zum ersten Mal mit seinen schwarzen, funkelnden Augen an. Letabo umarmte ihr Kind, Tränen strömten ihr über das Gesicht und sie flüsterte viele Male: „Es tut mir leid." Alle um ihn herum waren gerührt, sie urteilten nicht, sondern wünschten ihm im Stillen nur das Beste. Letabo wurde mit ihrer Familie wieder vereint, Schule und Staat unterstützten sie nach dem Vorfall bei der Fortsetzung ihres Studiums. Der Nationalpark nannte den Löwen zu Ehren seiner Taten Ngania, was Licht bedeutet. Die Geschichte wurde zu einem Symbol des Mitgefühls zwischen Mensch und wilder Natur. Tumelo wuchs gesund auf, während Letabo durch eine schmerzhafte, aber aufschlussreiche Lektion reifte. Und von da an wurde die Geschichte vom Löwen und dem Kind im Makado-Grasland über viele Generationen hinweg erzählt. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das ganze Video anzuschauen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen. Auf Wiedersehen und bis zu den nächsten Folgen.